herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich hatte hier schon einen Helm auf, denn wir sind heute weiter dabei, alte Anlagen vom Zweiten Weltkrieg zu erkunden, alte Luftschutzanlagen. Und dieses Mal haben wir einen Luftschutzstollen und könnt euch jetzt hier schon den ersten Eindruck machen. Das war praktisch hier der Zugang. Und wir haben jetzt hier wieder gemauerte Elemente und einfach nur das reine Schieferbergwerk. So, und ihr könnt sehen, hier ist überall Wasser. Und wir sehen auch hier schon die ersten Anlagen. Hier war wahrscheinlich auch schon direkt das Filtersystem. Ja, man sieht den Teller hier. Aber was das jetzt hier gewesen ist, das weiß ich nicht. Das steht auch irgendwie auf Rollen. Schaltanlage. Ja, und hier hat man, also es ist nicht ganz klar, man sagt, dass das hier eine Uferlagerung gewesen sein soll. Aber da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Es sieht eher so aus, als ob man hier Einbauten gemacht hat, Schutzeinbauten, um einfach Maschinen zu schützen, die man hier zwischengelagert hat, weil das eine Luftschutzanlage für die Industrie gewesen ist und dass sich halt Mitarbeiter hier in Sicherheit bringen konnten. Und man geht wie gesagt davon aus, dass man hier Maschinen auch untergestellt hat, und damit halt keine Felsbrocken von hier oben die Maschinen beschädigen, hat man halt ja wie so eine Art Unterstelldach hier gebaut. Alles aus Metall, um das halt entsprechend zu schützen. Ja, es ist schon eine krasse Geräuschkulisse hier drin. Hier sieht man auch die Schiefermauern. Ja, und hier werden in den einzelnen Nischen halt Maschinen gestanden haben. Also es ist irgendwie krass, als ob man draußen wäre und der Regen fällt hier auf das Blechdach, aber man ist im Berg und es regnet. Das ist echt eine mystische Akustik auch. Aber so ein Einbau, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, und jetzt kann man hier auch scheinbar eine Treppe hoch. Man sieht hier auch irgendwelche Drähte von oben, vielleicht waren hier Lampen und so weiter auch angebracht. Die sind auch komischerweise so eine kleine Luftdurchlässe, vielleicht waren ja doch dann Maschinen irgendwie angeschlossen. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Ja, jetzt kann man hier hoch. Überall ein bisschen Relikte rum. Da oben ist noch ein altes Bettgestell. Und hier geht irgendwie so ein Versorgungsrohr her. Das ist ja auch witzig. Jetzt ist hier nochmal wie so ein Haus untergebracht. Geziegelt. Und hier unten ist ja der eingezäunte Bereich. Ja. Das sieht echt witzig aus. Ja, wie praktisch so ein Arbeitshaus. Das ist dieser Eimer, den man praktisch als Toilette verwendet hat. Das üblich ist im Bergwerk. Und hier sind noch alte Gestelle, aber
Das sieht eher so aus, als ob das leider ein bisschen vermüllt. Das hat man dann irgendwann in der Neuzeit reingeschleppt. Das ist sehr interessant. Ja, und mehr ist es praktisch an dieser Stelle auch gar nicht. Eine Treppe war zu hoch. Ja, aber viel mehr kann ich an dieser Stelle jetzt auch erstmal gar nicht sagen. Vielleicht finde ich noch Informationen dazu, aber das ist halt immer sehr schwer. Können wir mal eben hier gucken, ob hier oben schon was runtergefallen ist. Nö, gar nicht. Alles noch intakt hier oben. Ja. Hier liegt sogar eine Holzkiste. Jetzt sieht man auch, wie das hier geschützt wurde. Dafür ist hier auch zu wenig Belüftungseinrichtung irgendwo auch zu sehen. Man hat zwar da vorne das Ganze, aber irgendwie fehlen ja auch die Belüftungsrohre. Aber das kann ja sein, dass das alles rausgebracht wurde. Vielleicht ging die ja hier oben auch her an den diesen kleinen Drähten. Das habe ich auch schon öfters gesehen, dass die da nur so aufgehangen wurden. Und dann hat man die einfach irgendwann mal rausgenommen. Ja, das könnte hier so eine kleine Sprengkammer auch sein. Ja. Wasseranschluss hier oben vermutlich. Nee, das muss ja auch alles für den Filter gewesen sein, was hier oben hergeht. Das geht alles zur Filteranlage irgendwie. Ja. So, und hier konnte man wahrscheinlich geradeaus, was jetzt halt mittlerweile verschüttet ist, direkt zu der entsprechenden Fabrik, wo man gearbeitet hat. Vielleicht kann man da direkt irgendwie unterirdisch zu der Fabrik, würde ich mal fast vermuten. Ja, Leute, im Endeffekt ein kleines Video. Höchstwahrscheinlich schneiden wir das mit ein paar anderen Locations zusammen, weil wie gesagt, die Anlagen sind halt unterschiedlich groß. Hier werden auch nicht viele Menschen Unterschlupf gefunden haben. Halt die entsprechende Belegschaft. Das war jetzt nicht so wirklich für die Bevölkerung gedacht. Und deshalb fallen die Anlagen halt immer unterschiedlich aus. Ihr habt ja schon auf unserem Kanal gesehen, es gibt gigantische Anlagen für die entsprechende Bevölkerung in den Städten. Entsprechende Tiefbunker mit Fassungsvermögen von mehreren tausend Leuten, 1000 Personen, mit Toiletten, Aufenthaltsbereichen und so weiter. Und es gibt halt auch solche Anlagen, die aber auch sehr speziell sind, mit solchen Einbauten zum Schutz der Maschinen beispielsweise. Und das ist halt ganz interessant. Deshalb schön, dass wir das hier wieder dokumentieren konnten. Und dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute wird es höchstwahrscheinlich etwas stiller in diesem Video. Das liegt einfach daran, dass wir heute einen neuen Werksluftschutzstollen erkunden und wie ihr im Hintergrund vielleicht schon etwas hören könnt, fließt hier unterirdisch ein Kanal mit vorbei. Und das macht diese Anlage halt ganz besonders. Ist mal wieder eine ganz andere Art des Werkluftschutzes, also der Industrieanlage und unterirdische Schutzanlagen für die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg dann halt Schutz bei Bombardierung gesucht haben. Ja, deshalb nicht erschrecken und einfach das Video genießen. Bleibt dran!
So, wir haben jetzt hier erstmal einen Teil der Anlage durchlaufen. Und ihr könnt sehen, hier gibt es einen unterirdischen Kanal. Und das Ganze gehörte auch einmal zu einem Werkluftschutzstollen. Und wir werden jetzt schauen, was wir hier alles im Einzelnen noch so finden können. Hier drüben kannst du besser laufen, ja. Leute, jetzt können wir mal wieder ein bisschen sprechen. Wir sind jetzt hier abgebogen. Und uns kommt hier schon der typische Lost Place Geruch entgegen. Und hier ist halt wieder so ein Auf- oder Abgang in die Luftschutzanlage. Hier zum Beispiel. Es sind scheinbar irgendwelche Fässer drin. Um die Ecke kann ich gerade nicht gucken. Da müssen wir wo reinkrabbeln. Aber das mache ich ohne Warthose, weil ich mich hier damit null bewegen kann. So, wir gucken aber erstmal hier oben. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, diese Location. Hier war auf jeden Fall ein Abgang in den Werksluftschutz. Hier ist nur noch ein Deckel. Das heißt, man kommt dann irgendwo vermutlich auf die Straße. Und seht ihr mal, wie groß das Ganze ist hier im direkten Vergleich. Das sind halt so wie der typische Werksluftschutzanlagen, aber hier mal ganz besonders halt mit dem kleinen Fluss oder Bach, der hier oder Kanal, der hier durchgeleitet wird. Und das war halt mal angeschlossen an eine Industrieanlage. Und hier hatte man im Bombardierungsfall sich Unterschlupf suchen können. So, hier unten haben wir schon gerade einmal reingeschaut. Das wird höchstwahrscheinlich auch entweder ein Durchgang gewesen sein, den man hier schon richtig verfüllt hat, beziehungsweise durch das Hochwasser, was dann immer mal wieder hier entsteht, ist höchstwahrscheinlich dieser Gang irgendwann mal mit dem ganzen Schlamm und Schlick also verfüllt worden, beziehungsweise da hinten hat man das halt händisch verfüllt und der Schlick hat hier sein Übriges getan. So, wir werden jetzt hier erst noch mal eben einen Seitengang untersuchen. Man sieht hier die Abdeckung, Naturstein, Ziegelstein, Beton. Oh. Okay, also man kommt hier dann in einen anderen Bereich der größeren Halle, ja. Und ihr könnt da hinten erkennen, da ist auch mal ein Zugang gewesen, den hat man vermauert.
Also da muss es auch in irgendeine Industrieanlage gegangen sein. Hier oben sogar noch eine Lampe und Isolatoren. Stromverbindung hergegangen sein. Ganz alte Geschichte. Kabel ist noch hier. Und sogar noch eine alte Zeitung. Mal gucken, von wann die ist. Okay, die Zeitung ist nicht so alt. Von 1993, 22. November. So, ich muss mir meine Sicherheitsschuhe jetzt anziehen. Damit wir jetzt hier reinkommen. So, mal schauen, was wir jetzt hier drinnen finden. So, wir sind jetzt hier reingekommen. Melanie wartet noch hier draußen. Und hier liegt halt allerlei Zeug rum, ne? Und wir haben hier auch eine richtige Bunkertür. Hier ist eine Lampe. Also hier ist jetzt noch richtig viel Zeug. Schaut mal, hier sind noch irgendwelche... Ja... Irgendwelche Fässer. Das sind irgendwelche Plastikreste oder sogar Bagalitreste. Das könnte schon sein hier. Das ist eher, glaube ich, Plastik. Keine Ahnung, was das hier ist. Auf jeden Fall Fässer. Noch eine richtig alte. Oh, hier kann man es, glaube ich, erkennen. Landmaschinen. Meier. Aha. Das liegt hier massenweise rum. Noch eine alte Flasche. Coop. Dann eine Metalltonne. Könnte aber auch was anderes sein. Das könnte nämlich durchaus hier was von der Lüftungsanlage sein. So, ich werde mal eben kurz meine Kopflampe ausmachen, damit ihr die Relikte besser erkennen könnt. Hier auch. Krass. Also hier sind noch wirklich viele Relikte. Was ist das hier? Also hier sind ein Haufen so Plastikteile von irgendwelchen Landmaschinensachen. Und hier ist... Das muss irgendwie zur Belüftung hier gehören. Einmal. Hier sind noch irgendwelche Holzstämme drin, Balken. Ja, und jetzt diese alte Lampe ist auch sehr interessant, wenn ihr mal seht hier diese Schalter. Ja, das sind auch sehr alte Kabel, das ist auch alles noch original. Ja, und hier ist nämlich, ihr habt ja nämlich das erste auch richtige Indiz, dass das hier als Luftschutz genutzt wurde.
Hier ist wahrscheinlich der Schleusenbereich. 2 Türen. Schaut mal, das sieht auch aus wie eine Munitionskiste. Oder? Ich muss mal die Lampe wegnehmen. Guck mal hier. Vielleicht haben wir irgendwo einen Hersteller. Nee. Aber hier diese Ösen und alles. Wow. Nee, kein Hersteller. Aber ein richtiges altes Relikt hier. Und auch hier kann im Einzelnen gar nicht erkennen, was das hier ist. Das gehört wahrscheinlich auch immer irgendwie zu einer Art Fass. Hier sind noch 2 Türen abgelegt. Man muss auch immer mal auf den Boden gucken einfach. Manchmal findet man echt noch in solchen Sachen, die sehr wenig begangen werden, noch. Oh, und hier ist auch verrammelt. Guck mal hier. Aha. Hier ging es hoch. Hier seht ihr, ich leuchte nochmal rüber. Hier ging es hoch und da oben ist Beton. Hier ging es auch runter. Also war das der Zugang. Unten noch verschiedene Hölzer. Okay. Also war das hier der Luftschutzbereich. Hier hat man leider wieder das Typenschild abgemacht. Das ist mittlerweile auch schon gang und gäbe. Man macht die kleinsten Sachen halt ab, wo mal irgendwie ein Datum aus dem Zweiten Weltkrieg oder so stand. Weiß ich nicht, ob man das dann halt sammelt oder so, aber es hat mehr Wert, wenn das hier dran ist und nicht abgeschraubt wird. Naja. Hier leider das gleiche Problem. Auch hier wäre der Hersteller gestanden. Und ihr könnt ja sehen, sogar diese Tür bewegt sich sogar noch. Wow. Unten sieht man noch einen Schatten an der Tür. Vielleicht kann jemand was damit anfangen. Also muss auch hier irgendwas drauf gewesen sein. Und hier oben ist noch ein bisschen was eingestanzt. So ein Dreieck und ich glaube DRP könnte das hier heißen, aber ich weiß nicht, was das dann ist, ob das auch noch irgendwie auf den Hersteller verweist. Aber wirklich krass. Ja, wenn ihr das jetzt hier mal so seht. Also hier konnten jetzt auch schon wieder einige Personen Platz nehmen. Gucken noch mal eben hier unten, ob wir irgendwas sehen. Auch hier noch mal ein alter Lampenschirm. Eine Dose. Nee, ist irgendwie ein Plastikteil. Aber hier von einem Topf. Und überall diese ja, zerstreuten Plastikteile. Okay, dann werde ich mich jetzt erstmal wieder hier rüber machen. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier. Egal, wieder runter. Leute, an dieser Stelle war es das mit dem Video. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Das waren jetzt mal 2 andere Arten von Werksluftschutzpumpe, die wir euch zeigen konnten.
alle beide ganz speziell. Ja, und wir hoffen, euch hat es wirklich gut gefallen. Schreibt uns was dazu in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!